Hi Leute, willkommen zu Drang About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar andere Sachen für Cosplay und so ein paar Props Majoradens, wenn ich Lust und Laune habe. Ihr Lab- und Bastelwütchen oder demnächst hoffe ich Lab- und Bastelwütchen. Heute werde ich mal wieder ein bisschen was herumprobieren und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mal wieder eine Silikonform machen werde. Ich habe hier noch ein bisschen was rumliegen gehabt und Schaum habe ich auch noch ein bisschen übrig und dann wollte ich mal was ausprobieren, mal gucken, wie gut das mit dem Schaum klappt, Sachen abzuschäumen. Ich habe da so ein paar Sachen, die habe ich hier schon ewig liegen. Ich zeige die euch jetzt gleich mal und dann will ich mal gucken, ob man das auch geschäumt kriegt. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Ich habe mir nämlich überlegt, ich habe schon seit längerem, das ist eigentlich schon ewig, das sind hier so ein paar Sachen, die hatte ich mal hier von so Karnevalsschildern abgeschraubt. Das war hier mal in so einem Karnevalsladen, hatte ich mir die mal vor Jahren gekauft, also mindestens schon 15 Jahre her. Die waren dann auf den Schild so drauf geschraubt, glaube ich auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, hier so mit so 3 Schräubchen oder 4 oder was. Die habe ich mir dann abgeschraubt und ich finde, von den Sachen könnte man mal gucken, ob man die auch geschäumt kriegt. Also ich finde die teilweise schön. Jetzt weiß ich noch nicht, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welche ich von denen nehme. Am liebsten, glaube ich, nehme ich alle 3, aber wir nehmen jetzt zum Testen, nehme ich mal erstmal 1. Da würde ich sagen, den Drachen. Das passt ja zu Dragomir. Und als letzten Versuch probieren wir hiermit aus. Hier mit den Federn und alles, das ist ja schon ein bisschen, mal gucken. Aber erstmal testen wir den. Der ist, glaube ich, von den Formen erstmal am einfachsten. Und wenn das funktioniert, probieren wir die anderen auch mal aus. So, da habe ich mir einfach ein bisschen dicke Pappe genommen. Habe schon mal so ein paar Streifen geschnitten. Die müssten so ungefähr die Länge haben. Jetzt hoffe ich nur, dass das dann nachher hoch genug ist. Beziehungsweise, mal gucken, wie ich das am besten mache. Ob ich den da drauf lege oder ob ich den verkehrt rum mache, wenn ich den so. Ich glaube, ich mache den so rum. Ich werde dann erstmal hier das Ding bauen. Dann mache ich eine dünne Schicht erstmal rein, dass das wenigstens nach unten so ein bisschen ist. Und dann lege ich den drauf und dann kippe ich den so bis ungefähr Oberkante. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe nur, dass das Ding nicht voll läuft. Vielleicht kommt man den auch so, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert. So wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man den da drauf hätte. Aber ich bin mir da nicht so sicher, dass hier nachher nicht das Zeug drunter läuft. Man könnte den vielleicht irgendwie festkleben, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Also ich würde mal sagen, wir machen das am besten erstmal fertig und dann gucken wir mal. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Das muss schon ein bisschen noch abkühlen. Heißklebepistole dürfen wir auch erstmal nicht mehr brauchen. Ich hoffe, das ist dicht. Das werden wir gleich sehen. Hoffentlich läuft nicht alles raus. Ich bin natürlich wieder extrem gut vorbereitet. Ich merke das schon. Ich hätte mal noch einen Becher und einen Pinsel hinstellen sollen. Also das ist mal wieder so meine super Vorbereitung. Ihr kennt ihr. Zum Glück habe ich hier alles irgendwo in der Ecke stehen. So, nehmen wir einen Becher. Na komm, nehmen wir erstmal 2. Ja, das war mal wieder irgendwie, ich bin mal wieder relativ spontan mit dem Video. Ist mir so eingefallen, mal was zu machen, weil ich mal wieder Bock auf was anderes hatte. Ihr seht ja immer mal Waffen, mal dies, mal das. Irgendwas fällt mir ja immer ein. Und dann muss ich so ab und zu auch schon mal ein bisschen was Abwechslung haben. So, mal gucken, wie dick wir das jetzt machen. So, 1 Milliliter. Die Ganze erstmal so auf 0 setzen. Hier haben wir erstmal ein paar angebrochene Flaschen, noch 2. Das nehmen wir jetzt erstmal so für den Boden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel ich da nehme. Die Fläche ist ja schon relativ groß. Ich würde mal sagen 100.
head. Don't ever let them get inside your head. Wenn er mich fragt, wie ich auf die Menge gekommen bin, ich habe das jetzt einfach mal so Pi mal Daumen gemacht. Ja, also nicht, dass er meint, ich hätte da jetzt irgendwas ausgerechnet oder so. So, und dadurch, dass ich das jetzt hier festgemacht habe, kann man das Ganze auch noch so ein bisschen kloppen. Da kommen nämlich dann die Luftblasen raus. So, das sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. Dick genug sollte es sein. Und wenn das dann getrocknet ist, machen wir das Ding so dann da rein. Dann liegt das ja auf der Platte und dann kippt man nochmal drum rum. Das werden wahrscheinlich dann noch so 2 Becher werden, aber das ist ja. Und dann probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Bin echt mal gespannt. Das wird mal wieder was Hochexperimentelles, wie ihr seht. Ja. Das ist ja jetzt nicht so der Riesenakt. Nur mir geht es wirklich darum, ob man mit dem Schaum, den ich immer benutze, ob man sowas auch abschäumen kann. Das wäre natürlich toll, da kann man nämlich richtig schöne Sachen damit machen. Ich weiß es nicht, das Einhorn zum Beispiel, da hatte ich mir mal eine Form von gemacht. Das war aber so, dann habe ich dann das Ganze mit Latex gemacht. Das war auch nicht so schlecht, aber halt relativ hart, ne? Weil das eine gewisse Dicke haben musste. Weil jetzt, wenn das mit dem Schaum klappen sollte, wäre natürlich schön. Vielleicht auf ein Schild oder irgend sowas drauf, ne? Muss man mal gucken. Bei der ist auch schön. Also ich finde hier die Federn, die finde ich, das Geflügel, das finde ich schön gemacht. Ne? Mal gucken. Mal schauen, was mir da noch einfällt. Aber wie gesagt, wir versuchen das einfach erstmal hier mit dem Drachen, weil der für meinen Geschmack, denke ich mal, der ist das leichteste. Mal schauen. So. Machen wir erstmal stehen. Ja, das lasse ich jetzt erstmal mal gucken, wie lange ich trocknen lasse. Eigentlich dürfte es ja nicht allzu lange dauern, bis es trocken ist. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Das Ganze scheint soweit trocken zu sein. Dann gucken wir uns das ganze Elend mal an. Das legen wir einfach mal hier rein. Vielleicht sollte man ein bisschen Gewicht drauf machen. Ich habe nämlich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das danach anfängt zu schwimmen. Und mal gucken wir uns das jetzt mal an. So, kann man das hier irgendwie rausziehen. Ja, irgendwie nicht. Ja, doch, geht. Einen Schraubenzieher für. Ja, hier ist wieder Schlitz da. So, schon haben wir den Becher wieder sauber. Leer. So, mal schauen. Platz drumherum haben wir hier noch. Dass man dann, wenn wir das hoffentlich eben hinkriegen, dass man da auch ein Ding drauf machen kann, einen Deckel oder so, seht. Gucken wir mal. So, probieren wir jetzt erstmal aus. Machen wir erstmal die Flaschen leer. Muss man wirklich gucken, ob man das ungefähr hier so in der Ware kriegt. So, ich glaube mal, so sollte das ungefähr gleich sein, außer hier an der Stelle. Da sieht das ein bisschen aus, als wenn das ein bisschen zu tief ist. Ich denke mal, jo, ich würde mal sagen, das lassen wir so. Naja, wird ansonsten wieder ein ziemlich teurer Prototyp, aber wir lassen das jetzt erstmal so und dann lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht, wenn es trocken ist, ob wir das Ding rausholen. Hier an der Stelle ist natürlich was reingelaufen, aber so im Großen und Ganzen sieht es so mehr oder weniger aus, als wenn ich jetzt ungefähr gleichmäßig hier so von dem Abstand zur Kante habe. Naja, mal schauen. Gucken wir uns das ganze Elend hier mal an. Ich habe das jetzt mal einen Tag trocknen lassen. Hier fühlt sich hart an. Hier irgendwie noch nicht so ganz.
Hoffentlich ist es okay. Vor allem hoffentlich kriege ich das Ganze noch raus. Ach, hier ist natürlich jetzt auch das Silikon drin. Naja, müssen wir mal gucken, ob das alles so funktioniert. Reißen wir mal das Ding ein bisschen klein. Ein Traum, Leute. Guckt euch das an, wie toll das abgegangen ist. Und das ganz ohne Schmiergleit oder sonst was Mittel. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier so ein bisschen lösen. Seht ihr, Leute? Ich glaube, das ist noch ja nicht so ganz trocken, wie das aussieht. Ja, hier sieht das nicht, weiß nicht, das sieht noch nicht aus, als wenn das hier so ganz trocken wäre, aber ist nicht schlimm. Dafür haben wir das hier trocken. Ach, das sieht aber richtig gut aus. Hier, guck mal. Ja. Das ist richtig gut geworden. Nicht übel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die Form ist schon mal richtig gut. Also das Silikon kann ich echt empfehlen. Da kann man mit arbeiten. Jetzt muss man natürlich gucken. Hier ist natürlich ein bisschen höher. Jetzt habe ich mir ja für die anderen schon so ein paar Platten gemacht. Jetzt will ich natürlich gucken, wie ich das hier am besten reinkriege. Ne? So ein Loch reinmachen wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Und hier so. Ja, das war natürlich wieder genau an der falschen Stelle. Hier. So, machen wir mal so. So, das Loch ist natürlich jetzt für den Arsch. Aber naja gut, irgendwas ist ja immer. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie so hinkriegen. Wie gesagt, Überlegung ist, das Zeug dann hier direkt reinzukippen, so ein bisschen. Dann die Pappe drüber. Gut, wird natürlich ein bisschen Sauerei werden, aber irgendwas ist ja immer. So, ich hoffe, dass das dann genau, dass das dann genug drauf drückt, dass das dann so ein bisschen klappt. Ist jetzt mal ein erster Test. Ob das so funktioniert, werden wir gleich sehen. So, die kommt so drauf. Direkt mal solieren lassen, dass ich weiß, wie ich die drauf mache. So, was brauchen wir denn da alles? Irgendwas wieder zum Umrühren. Da haben wir noch den, dann haben wir das hier. Nehme ich wieder einen alten Pinsel, damit kann man dann besser umrühren bei der Menge. So, das. Erstmal wieder gucken, ob wir die Flasche aufkriegen. Das ist immer bei den Flaschen, ist das immer so richtig toll. Das klappt nämlich dann manchmal nicht so. Ja, doch, geht. Also mit dem, warte, wo ist er? Bei dem hier, das ist immer so lustig. Das ist nämlich dann immer nicht so toll leer zu machen. Und auf. So. Gucken wir mal. Bei der hier geht es natürlich wieder gut. Ist ja immer was. So. Ja, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel ich dann nehmen soll. 2010, 40, 20. Weiß ich nicht. Ach, wir probieren mal mit 30, 15 ungefähr. Vielleicht ein bisschen viel. Ups, jetzt haben wir 40, das ist natürlich nicht so, aber ups, falsche Deckel. Dann nehmen wir 40, 20. Besser, dass wir ein bisschen was zu viel haben. Also gehen wir auf 60. Mensch Leute, ich habe es mal genau auf die 60 geschafft. So, man ja nicht für möglich halten. So,
schnell umrühren. Gott sei Dank kann man das relativ schnell rühren. Dann tun wir mal auf Seite und dann probieren wir das Ganze hier mal aus. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Sauerei werden, denke ich mal. Ich glaube 40-20 ist ein bisschen übertrieben, Leute. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr viel zu viel. Naja, ist ja. So, dann legen wir das hier mal drauf. Der ganze Krempel, der wird wahrscheinlich hier überall rausdrücken. Ja, irgendwas ist ja gefühlt immer. Auf jeden Fall haben wir überall was drin und dann hoffen wir mal, dass das irgendwie klappt. Da werde ich zwar ziemlich viel wegschneiden müssen nachher, aber so, das ist jetzt der Plan. Dass alles so funktioniert, wir werden sehen. Hier hätte ich vielleicht ein bisschen was Stärkeres oder Schweres drauf, aber schon hier nichts mehr. Na, ist egal. Ah, hier aus. Ich hoffe, da sieht man schon. Aus dem Loch kommt raus, aus dem anderen kommt auch schon ein bisschen raus. Wird wahrscheinlich ziemlich viel rauskommen bei der Menge, was ich da reingekippt habe. Aber egal. Je mehr rauskommt, umso weniger haben wir nachher dann, hoffe ich, in der Form drin. Das ist jetzt so der Plan. Die Pappe müssen wir danach zwar wegwerfen, aber irgendwas ist ja immer. Ja, bis jetzt würde ich sagen, läuft alles nach Plan. Ich bin nachher mal gespannt. Momentan ist es ziemlich viel, hat ziemlich viel Bläschen drin. Ich hoffe mal, dass das alles so funktioniert. Blubbel blub. Sieht immer so ein bisschen aus hier wie so ein Geysir. Ja, eigentlich mehr wie so ein Schlammgeysir, wo dann immer so die Blasen am Hochkommen sind. Also bis jetzt sieht es gut aus. An den Seiten kommt nichts raus. Mal gucken. Wahrscheinlich wird der erste Versuch wieder nichts werden. Und das ist meistens immer so. Vielleicht haben wir aber auch Glück. Mal schauen. Jetzt sind wir halt ein bisschen sehr viel Blasen irgendwie drin. Ich hätte das Ganze auch gern noch so ein bisschen ausgeschwenkt, aber naja. Schauen wir mal, was draus wird. Blubbelt immer noch so ein bisschen. Aber mit den 2 Löchern, glaube ich, das war eine bessere Idee wie mit nur einem Loch. Und die liegen wesentlich besser auf. Also die Pappe jetzt, die hält richtig gut dicht. Also ich hätte jetzt, naja doch, hier unten ist ein bisschen was rausgekommen. Aber das hält sich noch im Rahmen. Ich hatte schon gedacht, dass ich... Ja, super. Ich hatte schon gedacht, dass ich das Ganze dann hier so im Größeren so dick runterschneiden muss. Aber wenn das nur so ein bisschen was ist, kann man mitarbeiten. Also ein bisschen mehr Gewicht wäre ja nicht schlecht gewesen. Du musst das jetzt erstmal noch ein bisschen festhalten. Aber ich denke mal, dass sich da jetzt nicht mehr allzu viel tun wird. Jo, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal hier, ich lasse das jetzt mal so eine Viertelstunde, halbe Stunde, lasse ich das jetzt erstmal liegen, damit das nicht mehr so klebrig ist, dass das sich abkühlt, nenne ich jetzt mal, das ist dann, dass der dann hart wird. Bin mal gespannt, wie es geworden ist. Wie ihr gesehen habt, das war ja alles ausgegossen, war schon wirklich ein bisschen viel, aber ich würde mal sagen, also hier drin ist nicht mehr allzu viel. Das von der Menge, also 40-20 ist, war eine gute Menge. Und so viel ist jetzt auch nicht rausgekommen. Hält sich noch im Rahmen, da ist schon Schlimmeres gehabt. Ja, da würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt erstmal eine halbe Stunde trocknen. Ich habe das Ganze jetzt bestimmt eine ganze Stunde trocknen lassen. Und schauen wir uns das ganze Elend jetzt mal an. Seite, schmeißen wir hier hin. Ja, fühlt sich gut an.
Also klebt nicht mehr. Die Pappe, das war wahrscheinlich, die kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber na gut. Für sowas kann man dann vielleicht so eine Plexiglas oder Plastikplatte vielleicht nehmen. Die kann man wahrscheinlich dann wieder ganz einfach sauber machen. Aber wir gucken jetzt mal. Ich schneide das jetzt hier einfach mal so runter. So. Mal schauen. Das haben wir natürlich dann immer noch so ein bisschen ein Problem. Was dann hier mit dem Loch noch ein bisschen ist. Jetzt haben wir das Ganze natürlich an der Pappe hängen, Leute. Mal gucken. Aber das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Jetzt haben wir hier so einen komischen Film drauf. Das gefällt mir ja nicht so. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das hier drauf klebt. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie runtergeschnitten kriegen. So, ja, das haben wir jetzt hier runtergekratzt, wie gesagt. Ich denke mal hier so eine Plexiglas oder irgendwas oder Kunststoffplatte wäre vielleicht ja nicht mal so schlecht dafür. Ich schneide jetzt einfach mal so grob alles runter, was nicht dran gehört. Wie gesagt, der erste Versuch ist ja meistens immer nicht so toll. Der Schaum, der sieht auch irgendwie ein bisschen glänzend aus. Wo das jetzt dran liegt, das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich gehe jetzt mal von aus, weil die Form ein paar Stellen noch nicht so ganz optimal trocken war, dass das vielleicht dadurch. Aber wie gesagt, meistens hast du das immer so beim ersten Versuch. Selten, eigentlich auch, ich glaube so ja noch nie gehabt, dass der erste Versuch so richtig gut wird, aber ich muss sagen, der hier mal abgesehen, dass der Schaumstoff ein bisschen komisch jetzt am Glänzen ist, sieht das eigentlich ja nicht mal so schlecht aus für den ersten Versuch. Jetzt muss ich noch mal gucken, Leute, damit ich nicht zu viel wegschneide oder zu wenig. Jetzt gucken, wo ich hier was wegschneiden muss und wo nicht. So, das kann man ja rausholen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, warum das hier so komisch am Glänzen ist. Wahrscheinlich hat das nicht ganz so gut dem Schaumstoff. Aber wie gesagt, das ist immer so das Problem, so die ersten 1, 2, wenn man was schäumt, habe ich eigentlich noch nie so groß gehabt, dass die so richtig gut werden. Also ich sage jetzt mal so vom Gesamten her, abgesehen davon, dass ich noch bei einigen Stellen noch ein bisschen nachschnippeln muss hier, ne? Das ist noch nicht so ganz rein. Aber so im Großen und Ganzen, würde ich mal sagen, ist der erste Test schon recht vielversprechend. Mit dem Auge und so, dass das auch halbwegs geklappt. Normalerweise ist das so ein bisschen gelblicher. Also mehr so wie hier, ja, ein bisschen mehr noch. Aber so, ich sag jetzt mal, das Teil hier, das könnte man schon benutzen. Ne? Das ist weich. Das kann man dann, könnte man dann entweder so auf ein Schild draufkleben oder irgendwie an einen, vielleicht baue ich da auch einen Stab oder irgendwie mit. Das sähe bestimmt auch nicht schlecht aus, wenn man das so an einen Stab drumherum machen würde. Oder muss ich mir was einfallen lassen. Da kann man bestimmt was Schönes mitmachen. Naja, mal gucken. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Teil.
Dann werden wir das noch testen, dann mit den anderen Sachen mal. Und dann werde ich mir jetzt, wie gesagt, ich denke mal Plexiglas wahrscheinlich. Auf jeden Fall was Glattes, damit das dann nicht an dem Zeug dran klebt. Da kann man dann auch schön gucken. Für die Kamera dann ist das auch, da kann man so ein bisschen sehen, wie der Schaum sich dann da irgendwie. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Ich werde mal so eine Plexiglasscheibe oder mehrere mal kaufen. Und dann mal gucken. Eigentlich brauche ich nur eine. Oder? Ja, mal gucken. Muss ja nichts Teures und Dickes sein. Ein paar Millimeter und dann ist das gut und was Kleines. Also, dass das hier so drauf passt. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist schon ja nicht mal so übel. Jo. Damit kann man auf jeden Fall schon was machen. Da würde ich mal sagen, dann machen wir mal mit Teil 1 Schluss. In dem nächsten Teil werden wir dann die anderen Formen mal ausprobieren. Dann werde ich mir jetzt gucken, dass ich mir so eine Plexiglas oder was oder Glasscheibe oder irgend sowas in der Größe. Auf jeden Fall irgendwas mit einer glatten Oberfläche. Mit der Pappe habt ihr gesehen, das klappt nicht so gut. Ich habe zwar jetzt ja noch runtergekriegt und das man benutzen kann, aber so das Optimale war das noch nicht. Ich lasse die Form jetzt auch erstmal noch ein bisschen, ich sag jetzt noch mal ein bisschen durchtrocknen. Kann auch sein, dass das daran liegt, wenn die noch zu frisch sind. Das habe ich auch schon gemerkt. Das kann aber auch sein, dass man dann so erstmal ein, zwei noch mal machen muss, damit das dann besser wird. Das habe ich auch schon gehabt. Das wurde dann von, zum Beispiel bei den Forellen, die ich gemacht hatte, das wurde dann von Matze mal besser. Das ist, ja, Silikonformen, wie gesagt. Also für den ersten Versuch, mal abgesehen, dass der Schaum ein bisschen komisch aussieht, mit dem Glänzenden, das hatte ich vorher noch nie so. Ja, würde ich sagen, der erste Test ist schon ziemlich vielversprechend. Das kann man für alle möglichen Sachen dann nutzen. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch wieder. Dann könnt ihr für nächste Woche, das Wochenende, gespannt sein auf den zweiten Teil. Vielleicht machen wir auch 3 Teile, mal gucken. Je nachdem, wie es funktioniert und läuft. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ihr hoffentlich demnächst Lab- und Bastelhütchen. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Wir sehen uns.